Willkommen in der Sauerakademie. Heute mit dem Thema Pausen und Pausengestaltung. Ja, in den Wettkampfprogrammen gibt es verschiedene Möglichkeiten, Pausen zu machen, Pausen zu gestalten. Es gibt zunächst mal die Möglichkeit, während des Wettkampfes Pausen zu machen. Diese Pause kann am Stand geschehen, ohne dass man den Stand verlässt. Kann aber auch so sein, dass man den Stand verlässt, eventuell Kontakt mit dem Trainer, mit dem Betreuer aufnimmt. Kann auch eine Pause sein im Dreistellungskampf zwischen den Stellungen, also zwischen kniend und liegend, zwischen liegend und stehend. Ja, und über diese Möglichkeiten der Gestaltung dieser Pausen wollen wir uns mit Max unterhalten und seine Erfahrungen, sein Handeln hier mit einfließen zu lassen. Ja, beginnen wir mit der Möglichkeit der Pausengestaltung zwischen den Anschlägen im Dreistellungskampf. Du hast also, Max, eine Möglichkeit zwischen deinem Knienschießen und dem Liegenschießen diese Pause zu gestalten. Wie sieht bei dir eine normale Pausengestaltung zwischen kniend und liegend aus? Ja gut, also als erstes eigentlich Querumbaue, Klamotte soweit fürs Liegend richte, umziehe, also ich schieße ohne Schießhose liegend. Dann noch kurz aufs Klo, aber dann geht es auch direkt weiter mit Probe. Also ich mache in der Regel nicht allzu lange Pause dazwischen, weil die Konzentration mit zunehmender Wettkampfdauer auch nicht unbedingt besser wird. Und deshalb kurze Umbauzeit, in dem Fall möglichst wenig Pause, weil ich auch nicht allzu lang knien schieße und nicht so lang liegend schieße, bin da relativ zügig unterwegs, deshalb mache ich zwischendrin wenig Pause, dann habe ich lieber fürs Stehen noch ein bisschen mehr. Genau. Ja, also das Entscheidende, glaube ich, zunächst mal, dass du nach deinem Knienschießen zuerst umbaust. Ja. Das ist mal die wichtige Botschaft an alle, die draußen zuschauen. Zuerst umbauen und dann sich vielleicht noch eine gewisse Zeit nehmen, vielleicht eine Minute, um sich jetzt auf die neue Stellung auch mental einzustellen. Ja. Das heißt, da könnte sein, dass man sich so in einer kurzen Form noch mal durch den Kopf gehen lässt, auf was kommt es jetzt an? Kniend war ein anderer Schwerpunkt wie vielleicht liegend. Im Liegend könnte sein, du hast vielleicht einen anderen Schwerpunkt wie im Kniend. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Oder sind es Sachen, wo bei dir automatisch schon ablaufen, die Einstellung aufs Liegenschießen? Oder gibt es da so eine, wenn es auch nur eine halbe Minute ist, wo du für dich innehältst und wo du noch mal kurz ratter? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Das ist aber eigentlich dann schon die Zeit beim Umbau, also schon während der Umbauzeit und der gesamte Zeit, was ich und Klamotte richte und dann kurz aufs Klo. In der ganzen Zeit fängt die Vorbereitung aufs Liegen dann eigentlich schon an, dass ich mich gerade auf die Punkte konzentriere, auf die es im Liegen dann ankommt. Also es ist jetzt nicht eine Minute, wo ich mich nebendran setze oder so, sondern direkt während ich umbau und mich soweit richte fürs Liegend. Währenddessen passiert das eigentlich schon. Okay, das passiert bei dir da. Es gibt auch, das sieht man als auch, Schützen, die sich vielleicht noch mal eine Minute vorne irgendwo hinsetzen, bevor sie dann tatsächlich auf die Pritsche gehen und noch mal kurz die Sache durchgehen. Also das sind, glaube ich, so zwei Phasen. Die erste Phase, eine Umbauphase und dann eine gewisse kurze Konzentrationsphase auf die neue Position. Genau ähnlich wird es natürlich auch ablaufen zwischen dem Liegend und dann nachher dem Stehenschießen. Ja, wenn es jetzt so richtig besonders raketenmäßig gelaufen ist in den Vorstellungen, also zum Beispiel Knien super, liegend super und dann kommt die Pause zum Stehenschießen. Wie sieht die aus im Vergleich zu der Pause, wenn es jetzt vielleicht gar nicht nach Wunsch gelaufen ist? Gibt es da einen Unterschied bei dir? Ich gucke eigentlich, dass ich dann wenig möglich Zeit habe, darüber nachzudenken, wie es jetzt davor war, versuche das abzuhaken, dass das erledigt ist und konzentriere mich dann gleich aufs Stehend, versuche das andere komplett auszublenden, das was davor war,
weil natürlich mir hilft es, dass es gut gelaufen ist, bisher ja, aber mir hilft es verstehend an sich nicht. Und deshalb möglichst schnell der Fokus auf das Stehend, das andere liegen lassen. Das nimmt mir jetzt niemand mehr und dann geht's weiter. Ja, also vieles, was ich als Trainer beobachte, gerade bei deutschen Meisterschaften, zwei Stellungen von vielleicht nicht ganz so erfahrenen Schützen sind sehr gut gegangen und dann geht man nach hinten und blabber, 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 blabber und dann wird es meistens nicht besser. Was du gesagt hast, möglichst zügig umbauen, wenn es gut gelaufen ist, möglichst zügig umbauen und dann wieder in die nächste Stellung zu gehen. Auf jeden Fall, je besser das es gegangen ist, umso flotter kann man auch in den nächsten Anschlag gehen. Wenn es vielleicht nicht nach Wunsch gegangen ist, dann kann man vielleicht sich eine gewisse Phase nehmen, wo man sich wieder zurückversetzt und wo man sich wieder neu sortiert. Gerade dann, wenn ein Anschlag nicht gut gegangen ist, dann etwas längere Pause. Wenn ein Anschlag gut gegangen ist, dann kurze Pause. Das kann man so als kleine Regel für unsere Zuschauer hier formulieren, als Anhaltspunkt dann nachher. Ja, jetzt gibt es die Möglichkeit, nicht nur zwischen den Anschlägen, sondern auch während am Anschlag Pause zu machen. Die Pause kann sein mit Weggehen oder aber auch am Stand bleiben. Wie sieht bei dir eventuell so eine Pause während dem Schießen aus? Machst du sie? Wann machst du sie? Warum? Ja, also gerade wenn es mal nicht so gut läuft, wenn die Schüsse nicht so fliegen, wie sie fliegen sollte, wie man es selber wahrnimmt, dann kann man schon kurze Pause machen, entweder halt mit ein paar Trockenklicks zwischendrin, im Anschlag dann, oder einfach nur sich nochmal neu konzentrieren, ein paar positive Sätze einschmeißen, sage ich jetzt mal, und dann weiter schießen. Oder wenn es dann wirklich gar nicht passt vom Anschlag, kurz aufstehen, kurze Pause, also ich mache die für mich, kurz hoch und dann aber auch gleich wieder weiterschießen, damit ich nicht so arg aus dem Schießen rauskomme. Also kurz sind aber schon so 1, 2, 3 Minuten. Ja. Also nicht hoch und dann wieder runter, sondern schon, dass es tatsächlich eine gewisse Pause dann nachher gibt. Ja, also, was hast du schon als mal längere Pausen gemacht, so dass irgendwo zwischen 5 und 10 Minuten, außer dann, wenn dich natürliche Bedürfnisse überkommen? Ja, wenn dann eigentlich im Stehen, also in die Riemenanschläge ganz selten. Also da würde mir jetzt auch gar kein Beispiel einfallen, aber im Stehen kann das durchaus mal passieren, weil kann man das unter Umständen mal gebrauchen. Okay, ja, ich glaube, der Aspekt Pausengestaltung hier ganz gut dargestellt und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Gut, tschüss.